Hi. Hi. Okay, I promised you I would bring my mom. I would drag her in front of the camera, and here she is. She has arrived, Hi. and I dragged her down in my basement. And now we're here. So, today we're going to do an interview to introduce my mom. And if you're up for that and interested in what she has to say to my questions, then just keep watching. Ich kann nur Äh, kurz sagen. Ich habe schon die Kamera angemacht. Gut. Okay. Okay. Okay, here we are. I'm speaking in the microphone like this because I'm about to hold it to my mom. I just want to, in general, say a few things about my mom, and then I will ask 7 questions that I thought might be interesting concerning fashion and makeup. And as the time goes on with the videos that are coming up, we will then probably go and answer all kinds of more questions in like a chatty kind of way. Anyway, so I want to tell you, this is Marita. This is her name. She is 78 years old, believe it or not. When she was 39 years old, like I am, she had me. So you do the math, 39 plus 39. So she is 78. She is a mother of 5 children, of whom I'm the youngest. I'm the little princess. And no, I was born the princess, and now I'm the queen. And she got married at age 18. She had her first child when she was 19, and she had me when she was 39. And in between, she had like 5 kids altogether. She was married for 55 years to my dad, to the same husband, and she is now widowed for 4 years when my father passed away tragically. So that's a story for another day. Okay, so let's start with the first question. I'm going to do that interview in German because my mom doesn't really understand or speak any English. So it's going to be in German, and while editing, I will put in subtitles. I hope it'll work out because I've never done that before. So let's just see. Anyway, we're going to start. Mama, Yes. in welchem Alter hast du begonnen, dich zu schminken, und was war das erste Make-up-Produkt, was du besessen hast? Relativ spät habe ich begonnen, mich zu schminken. Und es war meine Erziehung. Das war nicht gewollt. Und ja, erste war vielleicht Augenbrauenstift, Mhm. wo Wel ich mich erinnere. Ja. Und wie alt warst du ungefähr? 18, 19. So, also Ja, erst kurz bevor du geheiratet hast. ja, also kurz, ja. Yeah. Ja. So just imagine that. Just imagine that right before she got married, she tried out her first makeup product. Amazing. Okay, zweite Frage. Welches Make-up-Produkt benutzt du regelmäßig? Du meinst jetzt? Ja. Ja, also ich habe von Help Beauty Cremes Mhm. und auch von German, also Dr. Juchheim in München, habe ich eine gute Hautcreme, aber sonst eigentlich israelische Produkte. Und was benutzt du jetzt direkt so? Lidschatten Ach oder so, Rouge oder Lippenstift? Was benutzt du am oh, meisten? Regelmäßig. regelmäßig, also Lidschatten oder so Stift und Augenbrauenstift, Rouge kaum Mhm. und ganz selten mal Puder oder so. Mhm. Ne? Und Lippenstift kaum. There you go. I'm just like her. You know that I'm not a lipstick girl, so I got that from her. Anyway, so let's move right along. Welche Make-up-Bereiche haben dir immer Probleme gemacht oder machen dir jetzt im Alter Probleme? Also im Alter, davon muss ich jetzt ausgehen, sind die Falten, Mhm. die Altersflecken, ja, und dass vielleicht die Haare nicht mehr so gefällig und locker und Elastisch. elastisch Mhm. und ja, so sind wie früher und teilweise auch ausgehen. Wie in Augenbrauen und so. Augenbrauen und so, Ja. ne? Und Wimpern, das ist Mhm. einfach schade. Ja.
Okay, my loves, next question. Okay, was sind deine Anti-Aging und Hautpflegegeheimnisse? Oh. Einmal die Gnade Gottes, dann Rotwein und vielleicht noch Öl. Ich benutze gerne Olivenöl Auf der Haut, auf der Haut, zum Einreiben. gerade im Sommer, so ehe ich in die Sonne gehe, Mhm, nur Olivenöl. mhm. Dann auch hier so ein bisschen. Ja, Ja, aber sonst nichts. Luft und Liebe. Ja, genau. Just for you, in case you didn't know, actually in red wine there are a lot of anti-aging antioxidants. So it is really true. That was not a joke. That actually red wine is a antioxidant. So Im Rotwein ist ja dieser Stoff Resveratrol und yeah, das ist sehr anti-aging und antikrebs und sehr gesund in Maßen. in Maßen. Ja. Ja, genau. Okay. Dann, was sind deine Lieblingsfarben, in denen du dich am liebsten kleidest? Now, I Oh, know the answer for that one. also schon immer Herbstfarben. Mhm. Ich bin Herbsttyp. Ich war mal zur Farb- und Stilberatung und habe mich aber vorher schon immer so angezogen, dass ich mich Instinktiv. instinktiv, dass ich wusste, was mich kleidet. Also alle Grüntöne, ja, eine Zeit lang Und war, Bordeaux, ne? ja, und Bordeaux war Oliv noch sehr, wie soll ich sagen, im Vorrang oder so. Ja. Aber ich nehme jetzt auch gerne kräftiges Grün und ja, Tannengrün und also ich mag alles, was grün ist. Vor allen Dingen habe ich auch gerne grüne Schuhe an. Also ich mag grün. Ja, schön. Und alle Herbstfarben and all fall colors. I have to switch between languages. It's not so easy for my head. Okay, next question. Mama, wenn du jetzt noch mal jung wärst, Teenager oder so, ja? Mhm. Was würdest du deinem jüngeren Selbst als Tipp mitgeben? Was würdest du verändern oder was würdest du der Person sagen, was sie machen soll, was sie verändern soll oder auf was sie achten soll? Ja, ich würde sagen, Mädel, tu dich mehr pflegen und ich wäre freier in allen Entscheidungen und würde wirklich versuchen, das Beste aus meinem Outfit zu machen. Hm. Also also natürlich schon, aber einfach schön, Hm. würde ich versuchen. Die natürliche Schönheit zu betonen. Ja, genau. Ja, schön. Okay, dann habe ich jetzt mal noch eine spontane Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ja. Wenn ich dich jetzt schminke, ja, in den kommenden Wochen oder Tagen oder wie auch immer wir das machen, Mhm. dann was für Farben im Lidschatten würden dich am meisten ansprechen? Also so natürlich wie möglich und wahrscheinlich Braun- und Grüntöne. Ja, ja, okay. Ja. What you don't know is we have done one makeup look already, and that was actually phenomenal. And it was a makeup in peach and a warm brown tone, and it looked really, really stunning. And as you can see, my mom has hooded eyes. She didn't used to have. She had eyes like I had, but of course the eyes fell with age. I don't know, the lid, not whatever that part is called. It fell. So it's hard to do a nice eye makeup on hooded eyes, but we'll go into that in the coming videos. Okay, letzte Frage. And now that's the hardest question. Was liebst du am meisten an mir oder daran, meine Mutter zu sein? Also ich bin stolz, dass ich deine Mama sein darf. Ich liebe an dir ganz sehr deine Kreativität und dass du unabhängig von Meinungen einfach deinen Weg gefunden hast und diesen Weg auch gerade jetzt in dieser Art und Weise gehst und das achte ich sehr.
Und ja, ich liebe dich einfach als mein Kind, meine Tochter. Oh, ich könnte jetzt viel, viel aufzählen, dass du einfach wertvoll bist, wie alle meine Kinder, aber du bist jetzt hier besonders wertvoll. Du bist für mich in Jerusalem wie so ein Punkt, der mich noch mal mehr hierher zieht. Und ich schätze dich sehr. Bin sehr dankbar, dass du auch jetzt diese Entwicklung genommen hast, trotz deiner Belastung mit Kindern und viel, viel Arbeit hast, dass du das durchstehst. Du warst schon immer orientiert und immer, soll ich sagen, das war Zielbewusst. zielbewusst schon in der Schule und so. Und du hast das immer prima hingekriegt. Wenn du das wusstest, was du durchgezogen hast, dann hast du das gemacht. Und ich schätze das sehr an dir. Ich schätze aber auch auch deine Demut, dass du einfach sagst, ich muss zwar lernen und das alles machen, aber ich weiß, dass ich nur diese Gabe von Hashem, von Gott habe. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für dein Leben, den ich dir auch weiter mitgeben möchte, dass du einfach da wirklich dran bleibst und dass du auch gesund bleibst und dieses alles tun kannst. Danke, Mama. Mm. There's my mom, I'm telling you. Okay, my loves. So here we are. Now, you know a tiny little bit about my mom. I'm just scratching the surface with her, of course, but in the coming weeks, she's here till the 18th of October. So we want to actually film a couple of videos together, and I'm very excited about it, and my mom also. And I just want to tell you what is up on the schedule. We want to do short segments of mature skin makeup application, and we will probably start with, for example, a video just about eyebrows, and then we'll do a video just about application of liquid foundation, or about contouring, or about lipstick application, and we'll just break it down and make several videos of that, so we don't have her in front of a camera for like long times, and just have a lot of short segments, and I hope you will enjoy that. So that is all going to come up in the coming weeks. And besides that, as you know, this is all supposed to function as my time bubble, where I'm just preserving time with my mom for later on in years to come, where I can watch these videos and just spend time with my mom. So basically, this is just a very, very special, valuable time for us, and we're going to let you share into that. And I know there are a lot of women out there with mature skin who are very interested in what we're going to do here. So that's what we're going to do, and I hope that you'll enjoy it. So besides that, I just want to invite you to subscribe to my channel, because you don't want to miss out on my mommy's makeup. And of course, anyway, I like to have you here and join my kingdom, and leave your comments and whatever you want to say or to ask, or looks you want to request, and whatever you want to say. Please leave your comments in the comment section down below. Find all the information about my social media platforms and my makeup and what I'm wearing on my head in the description box as well. And we shall see next week when we meet again. It's probably going to be one more wrapping tutorial that is coming up, and then later on in the week my first video with my mom, because we really have to film that when the kids are back in school. And as you know, we still have the festival of Sukkot and all my kids are at home, so it is really hard to sit down and like really concentrate on filming and spending a lot of time here in the studio. So that's why we did this introduction, which was also very nice, and it also helped to, take the anxiety of my mom away, to be in front of the camera. So next time we get on camera, she's also already going to be, a little pro on, doing this. Anyway, das war richtig schön mit dir, Mama. Ja, mit dir auch. Und das machen wir jetzt ganz oft, gut? Ja. Ja.
Okay, my loves. So I see you next time. Please make sure to come back and watch my videos and join my mom and me here in my studio. So up until then, hugs and kisses. Bye. Bye.